Geis wechselt zu Schalke. Der Wechsel des umworbenen Mainzer Youngsters Johannes Geis zu Schalke 04 ist perfekt. Der 21-Jährige soll rund 10 Millionen Euro Ablöse kosten. Geis erhält einen 4-Jahres-Vertrag bis 2019, der ihm jährlich 3 Millionen Euro einbringen soll. Der Mittelfeldspieler kämpft derzeit mit der deutschen U21-Nationalmannschaft in Tschechien um den Europameistertitel. Kruse kritisiert St. Pauli. Max Kruse hat seinen ehemaligen Verein FC St. Pauli öffentlich kritisiert. Der Nationalstürmer wirft dem Verein schwere Versäumnisse in der Personalpolitik vor. Die Entlassung von Teammanager Christian Bönig sei für Kruse ein falsches Zeichen. Das sei nicht mehr das St. Pauli, das er kenne und liebe, schrieb Kruse auf seiner Facebook-Seite. Gündoğan wohl vor Verbleib in Dortmund. İlkay Gündoğan soll angeblich über einen Verbleib bei Borussia Dortmund nachdenken. Das sagte sein Onkel und Berater İlhan Gündoğan der Süddeutschen Zeitung. Es spreche einiges dafür, dass Gündoğan im ruhigen und gewohnten Umfeld wieder zu alter Stärke finde. Sogar eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages sei durch die Pläne des neuen Trainers Thomas Tuchel nicht mehr ausgeschlossen. Aubameyang weckt Interesse in England. Arsenal London soll den Dortmunder Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang auf dem Wunschzettel haben. Nach Informationen der Bild ist der 25-Jährige den Londonern 40 Millionen Euro Ablöse wert. Der Gabuner war mit 25 Pflichtspieltoren Dortmunds Top-Torjäger der vergangenen Saison. Neben Arsenal sollen auch der FC Chelsea und Manchester City über eine Verpflichtung nachdenken. Jetzt freue ich mich aber auf Aufgabe wieder, in der ich natürlich auch, sage ich, nach 6 Monaten Pause auch frisch genug bin. Ja? Weil unser Job ist natürlich auch sehr viel mit Energie verbunden und jetzt habe ich natürlich ein paar Monate aufgeladen. Ich gehe das Ganze aber auch ein bisschen, sage ich, so an, als wenn ich es nicht mit Routine angehe. Routine habe ich sowieso genug, ich bin ja schon ein paar Jahre Trainer, aber ich möchte natürlich auch das neu angehen. Ich möchte ein bisschen Leidenschaft natürlich auch für mich vermitteln, ja, dass ich was Neues mache. Es ist anders, als wenn ich jetzt da geblieben wäre, wäre ich das 4. Jahr da gewesen. Und normalerweise eine Haltbarkeit eines Trainers ist ja im Normalfall auch nicht so lange. Ja. Sonst musst du die Mannschaft immer wieder auswechseln, weil die Spieler auch nicht immer das Gleiche hören wollen. Ja. Du kannst dich ja nicht völlig verändern. Ja. Du machst vielleicht die Wortwahl ein bisschen anders, aber ansonsten bist du ja schon über Jahre dann auch vielleicht mal ein bisschen abgenutzt. Also du wechselst dann wieder. Jetzt das ist ein Jahr dazwischen. Wir haben auch ein paar neue Spieler im Endeffekt dazu bekommen. Wir werden auch noch welche holen. Und deswegen ist es auch für mich wieder neu, ja, wenn ich nach einem Jahr Pause dann wieder hingehe. Also für mich ist es wieder ein Neuanfang. Dass der eine oder andere sagt, ich habe die Eintracht verlassen, insofern, dass ich keine Perspektive gesehen habe. Muss man auch sagen, dass ich habe die Eintracht seinerzeit, als wir über einen neuen Vertrag gesprochen haben, haben wir einen Etat von 30 Millionen als Beispiel. Und mit dem Einzug in den UEFA Cup und mit den tollen Spielen, die wir gehabt haben, die natürlich unvergesslich bleiben, ist es dann auch schwer, mit diesem Etat, sage ich mal, wieder Überraschung zu schaffen. Wir haben jetzt eine andere Ausgangsposition, ja, auch wenn es nicht viel mehr ist, also es ist nicht viel mehr, aber 6 Millionen, 7 Millionen, so 8 Millionen können es sein, ist dann schon eine andere Ausgangsposition als die ich damals hatte. Heutzutage ist Fußball immer Teamwork, also es wird nicht funktionieren, wenn nur einer das Sagen hat, sondern es ist immer Teamwork. Und wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Team, was das anbelangt, auf jeden Fall ein vertrauensvolles Team. Das heißt aber nicht, dass man auch natürlich mal verschiedene Meinungen sein kann. Das wird auch weiterhin so sein, weil du musst ja immer wieder, auch wenn du vorankommen willst, kannst du nicht alles immer im Einklang machen, das funktioniert nicht. Aber wichtig ist, dass Vertrauen da ist und das ist bei uns da. Bei Bruchhagen, von dem ich eine große Meinung habe, wir haben ja auch am Anfang ein bisschen unterschiedliche Meinungen gehabt, ja, normal. Also wenn ich von was überzeugt bin, was notwendig ist, dann werde ich das auch weiterhin tun. Aber es ist natürlich trotzdem eine andere Basis, weil wir eben auch 3 Jahre fast jeden Tag zusammengearbeitet haben. Also wir wissen schon, dass wir uns vertrauen können, ohne dass man jetzt, so wie am Anfang vielleicht der eine oder andere das anders deuten kann, nach außen hin. Aber intern werden wir auch Dinge weiterhin diskutieren und vielleicht auch mal streiten. Also wir haben jetzt im Prinzip ja keine andere Ausgangsposition, als es im letzten Jahr der Fall war. Und letztes Jahr war das Ziel, glaube ich, bei allen, dass man eben da unten nicht reinkommt. Also ich habe jetzt nicht das Ziel zu sagen, beziehungsweise ich bin Realist genug, um nicht zu sagen, dass wir in den UEFA Cup reinkommen. Also das wäre auch vermessen, das wäre auch dumm, wenn ich sowas sagen würde. Und dementsprechend ist es trotzdem wichtig, dass man vielleicht ein bisschen träumen kann von etwas, was man erreichen kann. Copa América para mim acabou.
então acho que não tinha um motivo de eu ficar aqui, né? Acho que é um motivo de tristeza de estar treinando sem ter para quê. E para mim me matar por dentro é muito ruim, porque você não tem alegria, você não encontra alegria em nada. Foi o que eu falei, agora é descansar a mente, aproveitar a família nas férias. É aquele momento de um pouquinho de esperança, mas agora já foi, agora foi o que eu falei, acho que já passou, agora é o momento de refletir, que sirva acho que de aprendizado não só para mim, mas para todo mundo também. E mais uma coisa que acontece na minha vida que eu aprendi muito. Acho que eu tinha que me expressar, já me expressei, com as pessoas que são importantes, que são as pessoas, são meus companheiros, a comissão técnica, o que eu sinto, o que eu penso. Acho que foi um caso onde eu me deixei levar, eu me pus nessa situação chata.